Hallo, in diesem kleinen Video möchte ich zeigen, wie man die Übergabe an Elocut oder ein CAM-System etwas optimieren kann. In diesem Fall sieht man hier zwei Posten. Geometrisch sind diese zwei Posten völlig ident. Im Grunde genommen muss ich nur vorstellen, dieser eine Pfosten wurde hier, diese Ausnehmung, dieser Folienhochzug wurde hier mit der Ausnehmung gemacht, also in einen Arbeitsschritt. Und bei diesem Pfosten wurde die Ausnehmung über zwei Rechtecke gemacht. Das heißt, im Prinzip sind hier einfach nur zweimal mit dem sogenannten Rechteckbefehl die Ausnehmungen gemacht worden. Möchte ich Ihnen hier den Unterschied zeigen. Das heißt, wenn ich diesen Pfosten übergebe mit der Elocut-Schnittstelle, dann ist so, dass hier in der Bearbeitung beim Pfosten dies als Freiformfläche übergeben worden ist. Dies führt halt natürlich zu einer wesentlichen Nachbearbeitung des Postens mit sich. Und wenn ich dasselbe nochmal mit diesen zwei Rechtecktaschen übergebe, dann sieht man hier, dass die Bearbeitung hier wesentlich besser aufgelöst worden ist. Das heißt, man sieht hier, in diesem Fall wurde es als zwei einzelne Sägeschnitte ausgeführt. Dies kann man hier sonst auch relativ einfach nachbearbeiten. Das heißt, wenn man hier in der Konstruktion eventuell etwas mehr Zeit in die Hand nimmt und die Bearbeitungen besser aufbaut, dann hat man hier im Nachgang bei der Ausgabe als NCX viel mehr Möglichkeiten und hat viel weniger Nachbearbeitung.